Sie erfüllen todkranken Menschen den letzten Wunsch. Noch einmal das Meer spüren, noch einmal zum Lieblingsort. Wie viel Zeit sie noch hat, wissen wir nicht. Wir können ihr nur hoffen, dass wir ihr eine kleine Freude machen und sie diese Zeit noch ein bisschen genießen kann. Menschen in ihrer letzten Lebensphase Glück und Freude schenken, das ist ihre Mission. Das tut gut. Das tut gut so. Sie würden gerne jeden Wunsch erfüllen. Wenn am Ende dann irgendwie alle so ein Lächeln auf den Lippen haben, dann weißt du, heute war ein guter Tag, heute haben wir es gut gemacht. Ein Treffen mit Prominenten, wie mit Sarah Connor, ein Feuertanz am Wasser oder ein Tag am Flughafen. Dann auf die andere Seite schauen, Malte. Jetzt siehst du das Flugzeug. Das wird gerade. Es kann sein, dass ich diese Leute zum letzten Mal sehe. Aber ich kann trotzdem gut damit leben, weil wir gemeinsam an diesem Tag noch mal ein bisschen Freude hatten. Lieber links oder lieber rechts? Oder ist wurscht? Lieber von der anderen Seite? Ja. Okay. Jennifer Messing hat so oft davon geträumt, noch einmal das Hospiz zu verlassen, noch einmal ans Wasser. Malte Gohr und Christopher Loos vom Wünschewagen werden der 27-Jährigen heute diesen Herzenswunsch erfüllen. Es ist Jennifers letzte Chance. Sie hat nur noch wenige Tage zu leben. Sie hat Gebärmutterkrebs. Ist es gerade kalt oder ist okay? Ja, so. Wie fühlen Sie sich heute? Fit. Guck mal hier am besten. Wissen Sie, was Sie erwartet? So ein bisschen. Ich habe eine Vorahnung. Also ich weiß ein bisschen, was auf mich zukommt, aber nicht alles. So, ich decke Sie noch ein bisschen zu. Seit Wochen beschäftigt sich Jennifer mit ihrem Tod. Heute wollen sie ihr Freude schenken, sagt Malte Gohr. Das sieht man eigentlich am besten daran, wenn am Ende dann irgendwie alle so ein Lächeln auf den Lippen haben oder sowas. Dann weißt du, heute war ein guter Tag, heute haben wir es gut gemacht. Das Wünschemobil ist ein umgebauter Rettungswagen. 100.000 € teuer und vollgepackt mit medizinischen Geräten. Auch ein Kühlschrank mit einem Piccolo gibt es. Christopher Loos kontrolliert die Ausrüstung. Das Team sieht Jennifer heute zum ersten Mal. Wenn wir angeschrieben werden im Vorfeld, dann wird nicht gesagt, wer kann fahren, sondern hallo, liebe Wunscherfüller. Und die Begrifflichkeit, ich lache da immer wieder drüber, aber das sagt unsere Aufgabe für den Tag und das verbindet uns. Und dann wird es eine kurze Beziehung, aber eine teilweise sehr intensive. Jennifer hat vor einer Woche geheiratet. Ihr Ehemann hat den Wünschewagen angerufen. Der Tag heute soll ihre Hochzeitsreise sein. Wie wichtig ist das heute für Sie und Ihre Frau, das zu machen? Ganz, ganz wichtig. Das ist nochmal so eine letzte gemeinsame Fahrt, die wir haben. Ja. Vertrauen Sie denen? Ja. Wir machen es nicht zum ersten Mal. Heute machen wir es zum zweiten Mal. Jennifer hat sich gewünscht, dass alle mitfahren. Okay. Freunde und Familie, Viel Spaß, genau. Mutter und Stiefvater. Freuen Sie sich auf heute? Zweigeteilt. Sehr emotional. Ja. Jennifers Ehemann soll den Tag aufsaugen, rät der Palliativarzt. Was ich vorhin gesagt habe, das ist der letzte große Akt an Ereignis. Und wir werden jede Sekunde am Abend das bleibt einfach. Ja. Viel Spaß. So. Eine Stunde brauchen sie vom Hospiz in Gilserberg zum Edersee.
Angehörige dürfen im Wünschewagen kostenlos mitfahren, auch Pflegepersonal, wie Stefanie. Sie kümmert sich jeden Tag um Jennifer, gibt ihr Schmerzmittel. Was fühlt sie heute an ihrem Tag, an ihrem letzten Ausflug? Das Interview für diesen Film wollte ihr Ehemann gerne selbst drehen. Mein Schatz, wie war dein Leben vor der Diagnose? Mein Leben vor der Diagnose war normal, wie jedes andere auch. Ich hatte Arbeit, Ausbildung gerade abgeschlossen, hatte ein gutes Leben, hab gut verdient, war normal, hatte meinen Spaß, konnte feiern gehen. Ja, so halt ein ganz normales Leben, ohne Sorgen, ohne Ängste, ohne Ängste halt. Wie denkst du und fühlst du heute? Boah. Ja, fühlen ist immer gemischt. Aber wie soll ich denken? Ich kann es nicht ändern, es ist so. Ich habe das Beste draus gemacht. Jetzt halt abzuwarten, wie lange es noch geht. Jennifer arbeitete als Krankenpflegehelferin. Die Eltern lassen den Wünschewagen jetzt nicht mehr aus den Augen. Malte und Christopher berührt jedes Schicksal, doch jeder muss seinen Weg finden, das zu verarbeiten, sagt der 47-jährige Christopher Loos. Auch ich werde irgendwann sterben, das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und wir begleiten Menschen, so ähnlich wie Altenpfleger, wir begleiten Menschen auf diesem Lebensweg. Und wir versuchen ihnen jetzt nochmal einen Glücksmoment, einen schönen Moment zu geben. Das ist für mich dann das Positive und dann kann ich damit auch leben. Ankunft am Edersee. Die Fahrt war anstrengend, hat Jennifer viel Kraft gekostet. Ihre Eltern sind geschieden. Ihr Vater ist auch da. Meine ihre Wünsche. Sonnenuntergang am Wasser, sie wollen eigentlich ans Meer. Aber das schafft sie nicht. Meinst du, wir kommen so dicht, dass ich die Füße reinstecken kann? Das weiß ich nicht. Malte. Ob wir so tief kommen, dass es vielleicht einfach mal so die Füße reinstecken kann. Klar, wir können alles probieren, ne? Solange du uns nicht aus dem Rollstuhl rutschst, ne? Ja. Kommst du mit? Dann, ich glaube, zu zweit schaffen wir das. Da können wir auf jeden Fall. Ja, wir probieren es einfach, würde ich sagen. Ja. Ne? So. Mal gucken, dass wir nicht einsinken. Ja, raus kriegen wir dich hin. Ist kalt? Ja. Zu kalt? Ja, das reicht schon. Reicht? Okay. Reicht Zurück. schon. Willst du noch kurz hier stehen bleiben, oder? Nee. Okay. Julia, zurück. Jennifers Mann hatte auch Krebs. Sie haben sich vor 2 Jahren in einer Reha-Klinik kennengelernt. Mit Operation und Chemotherapie besiegten beide ihre Krankheit. Doch bei Jennifer kam sie wieder. Ja, man denkt dann immer wieder darüber nach, wie gut es uns geht. Und wie viel Zeit sie noch hat, wissen wir nicht. Wir können ihr nur hoffen, dass wir ihr eine kleine Freude machen und sie diese Zeit noch ein bisschen genießen kann. Diesen Wunsch haben auch Jennifers Eltern. Sie sind dankbar, dass das Wetter heute mitspielt.
Gestern hat es hier in Strömen geregnet. Das Technische Hilfswerk Bad Wildungen unterstützt den Wünschewagen. Natürlich auch, wie das Wünschewagen-Team, ehrenamtlich, sagt der Einsatzleiter. Das ist für uns ganz neu eigentlich. Wo sie uns gefragt haben, war das selbstverständlich eigentlich, dass wir das machen. Aber das ist, ich kannte sowas nicht, dass es vorher sowas überhaupt gibt. Ich finde das toll, dass es noch auf dem letzten Lebensweg sowas noch ermöglicht wird. Und dann, aber dass es natürlich so tragisch jetzt ist, mit so jung vor allen Dingen, schon. Nimmt einen jetzt schon im Nachhinein ein bisschen mit. Also. Aber wir machen das gerne. Also das ist ohne Frage, wenn man da helfen kann. Die Helfer vom THW haben gestern schon einen schwimmenden Ponton aufgebaut, extra für das Brautpaar. Das hatte sich am Hochzeitstag eine Feuershow gewünscht, doch das ging nicht. Jennifer war zu schwach. Jetzt bekommen sie einen Logenplatz direkt auf dem Wasser. Alles umsonst, sogar die Künstler der Gruppe Irrlicht Irrsinn verzichten auf ihre Gage für Jennifer und ihre Familie. Was ich aber so cool finde, ist, wenn alle haben so ihren Teil gemacht, so alle haben so ein bisschen was gemacht und jetzt kommt sowas dabei rum. Also das finde ich noch richtig cool. Ja, ne? Jeder macht so das, was er kann. Und dann hast du da so zwei Leute sitzen, die sich einfach riesig freuen. Und nicht nur die, sondern auch noch alle anderen irgendwie drumherum. Jennifer hat noch einen Wunsch, einen Hochzeitstanz. Er war bei ihrer Trauung vor einer Woche leider auch nicht möglich. Das wäre auch jetzt zu anstrengend für die 27-Jährige. Deshalb werden die Künstler um das junge Paar herumtanzen. Was bereitet ihr da alles vor? Für den Hochzeitstanz gibt es natürlich immer so ein kleines Schmankerl, klar. Das heißt, wir positionieren das Paar in der Mitte, weil die sind ja der Mittelpunkt, nicht wir. Und dann haben wir so 3 Feuerherzen, die positionieren wir quasi um die, dann zünden wir die an. Und das Schöne beim Hochzeitstanz ist halt, das Paar durfte sich selbst ein Lied aussuchen, was sie halt besonders miteinander verbindet. Genau, und dann kommen die halt in die Mitte, können machen, was sie möchten, können sich einfach festhalten, umarmen, küssen, tanzen, was auch immer sie möchten. Einfach nur ein bisschen Zeit für sich genießen. Und wir umtanzen das Ganze mit Feuer, genau. Einfach für so ein paar schöne Momente. Ein Lied der Pop-Rock-Band Silbermond haben sich Jennifer und Carsten dafür ausgesucht. Dein Lachen macht süchtig, fast so, als wär's nicht von dieser Erde. Auch wenn deine Nähe Gift wär, ich würd bei dir sein, so lange, bis ich sterbe. Dein Verlassen würde Welten zerstören, doch daran will ich nicht denken. Viel zu schön ist es mit dir, wenn wir uns gegenseitig Liebe schenken. Betank mich mit Kraft, nimm mir Zweifel von den Augen. Erzähl mir 1000 Lügen, ich würd sie dir alle glauben. Doch ein Zweifel bleibt, dass ich jemand wie dich verdient hab. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Danke an alle. Ja.
Aber es tut auch gut, oder? Ja, ja, klar, auf alle Fälle ist es da. Es tut dir gut, tut mir gut. Das war schön. War nochmal was Besonderes. Ja. Hast du die Musik ausgesucht? Carsten will wieder bei seiner Frau mitfahren. Sie müssen zurück ins Hospiz. Es ist ruhig. Kaum einer redet. Freude und Trauer liegen bei allen dicht beieinander. Und hatte ich das richtig verstanden? Ihr fahrt jetzt dann vor? Genau. Die andere Strecke, die weniger holpert. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Wir fahren einfach hinter euch her. Ja, Vielleicht kommst du gerade noch her. Und einfach nur mitführen und ein Auge drauf haben. Alles gut. Ja. Der Tag war für Jennifer so, wie sie sich ihn gewünscht hat. Gemeinsam mit ihrer Familie. So, treten wir die Rückreise an. Jennifer ist müde, hat Schmerzen. Aber sie ist auch glücklich. Gegen Mitternacht wollen Malte und Christopher wieder im Hospiz in Gilserberg sein. Der ASB, der Arbeiter-Samariter-Bund in Wiesbaden. Hier werden die Wünsche wahrgemacht. ASB-Wünschewagen, Melanie Kustra, hallo? Darum kümmern sich Melanie Kustra und Petra Germann. Sie sind die einzigen Angestellten im Team. Täglich rufen schwerkranke Menschen oder Angehörige bei ihnen an. Noch einmal essen beim Lieblingsitaliener, noch einmal ans Meer, sagt Petra Germann. Ganz viele wünschen sich auch einfach nur noch mal nach Hause zu kommen. Also die vom Palliativstation dann ins Hospiz kommen und haben eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, nach Hause zu fahren. Die wollen einfach noch mal heim und sich ihr Zuhause noch mal anschauen. Die Idee stammt aus Holland. 14 Wünschewagen sind derzeit in Deutschland unterwegs. Was war dein aufregendster Fall oder dein Fall, der dir im Gedächtnis geblieben ist? Das war jetzt also ganz frisch quasi eine Fahrt ans Meer, an die Nordsee. Das war eine Mutter, die an Krebs erkrankt ist, Mitte 40 und mit ihren 2 Kindern und mit dem Mann nochmal an die Nordsee wollte und nochmal das Meer sehen. Und es musste auch ganz schnell gehen und mitten in den Sommerferien eine Unterkunft an der Nordsee zu bekommen, da dachte ich erstmal, oh Gott, das kriegen wir nicht hin. Und dann war es total schön zu sehen, dass so viele Leute dann auf einmal versucht haben, das Unmögliche möglich zu machen und wir es geschafft haben und diese Familie dann dort ein unglaubliches Wochenende verbringen durfte und auch unsere Ehrenamtlichen kurzfristig eingesprungen sind und das mitgemacht haben und das war einfach total schön zu sehen, dass es dann doch so geklappt hat. An die ASB allgemeinen Kontoadresse, meine ich. Der Wünschewagen ist auf Spenden angewiesen. Jeder noch so kleine Betrag hilft. Für Gäste und Angehörige ist die Fahrt kostenlos. Aber sie müssen auch mal Wünsche absagen, wenn sie zu außergewöhnlich sind oder sich zu oft wiederholen. Dann müssen sie ein anderes Ziel finden. Das tut ihnen immer leid, sagen Petra und Melanie. Heute geht es um einen jungen Mann. Er möchte noch einmal Flugzeuge sehen. Ja, jetzt müssen wir erstmal organisieren, wie wir das machen können, ob wir ihn da überhaupt zum Flughafen hinbringen dürfen, ob wir da mit dem Wünschewagen übers Rollfeld fahren dürfen. Wer kommt von den Angehörigen mit? Nur die Mutter oder auch der Vater? Was müssen wir noch machen? Dürfen wir das überhaupt? Und dann so kurzfristig. Und jetzt müssen wir uns ja auch beeilen, weil viel Zeit bleibt uns ja nicht mehr. Der junge Mann liegt auf einer Trage. Ob sie es schaffen, damit aufs Vorfeld zu kommen? 35 Helfer arbeiten für das Wiesbadener Projekt, alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sie teilen sich die täglichen Touren. Malte Gohr und Christopher Loos sind 4-mal pro Monat unterwegs. Heute für Angela Rauch. Die 54-Jährige aus Fulda möchte Sarah Connor treffen, gemeinsam mit ihrer Tochter. Du magst es gerne, ne? Du hörst es gern. Dann hat sich das so ergeben, dann kam eins zum anderen. Dann waren wir auch ganz froh, dass der Wünschewagen das Ganze begleitet.
Ihre Mutter hat eine aggressive Form von Multiple Sklerose. Sie kann nicht sprechen, nur noch ihren Kopf bewegen. Angela Rauch arbeitete als Versicherungskauffrau, ist Mutter geworden, stand mitten im Leben. Plötzlich die Diagnose. Mit 34 erinnert sich ihre Tochter. Ich war damals selber noch ein Grundschulkind, wo das ausgebrochen ist. Ja, kann mich eigentlich schon fast gar nicht mehr an die Zeit zurückerinnern, wo sie noch gelaufen ist. Ihre Atmung könnte aufhören, ihre Muskeln sind zu schwach. Über den Tod haben sie schon oft gesprochen, auch über ihre Beerdigung. Wie sieht der Wunsch aus Ihrer Mutter? Darf ich das sagen? Ja. Also sie möchte halt gerne dieses Lied von Sarah Connor hören, Das Leben ist schön. Und möchte dann im Anschluss gerne einen Teil ihrer Asche in Prero an der Ostsee, wo wir damals... Entschuldigung. Ankunft am Domplatz in Fulda. Backstage natürlich. Denn Angela Rauch ist heute VIP. Keine Straßensperre wird sie aufhalten. Angela darf heute ganz nah dabei sein. Hier darf sonst keiner hin, schon gar nicht mit dem Auto. Für den Wünschewagen machen Veranstalter und Manager von Sarah Connor eine Ausnahme. Jetzt ist es gleich soweit. Ja? Ja, okay. Sind Sie aufgeregt? Ja. Krass. Das Konzert ist ausverkauft. 5000 Fans. Angelas Hospizbetreuerin Silvia Lang ist hinterhergefahren. Dann ganz kurz Kontrolle, dass sie weiß, dass sie gut aussieht. Sie ist heute für die Fotos verantwortlich. Warte mal, gleich geht's los. Okay? Ja, also ich finde es Gut. Ja. So, bereit für Sarah Connor? Ja, immer. Selber? Geschwindigkeit verringern oder bremsen? Kann man auch einrasten. Wenn irgendwas sein sollte, irgendwann irgendwie noch ein Kissen mehr oder irgendwie was polstern oder so, einfach Bescheid sagen. Ja? Das Auto steht hier, da ist alles drin, was wir brauchen. Okay. Ach hier, guck mal, schön im Grün. Ach hier. Sarah Connor hat extra eine Sitzecke aufbauen lassen. Nach links, rechts? Ein Stuhl war gedacht für Sie und ein für Frau Connor, ja? So? Okay. Und wer auch immer sich hinsetzen. Okay. Ich lass die Bremse kurz weg. Der Popstar hat per Mail von Angelas Schicksal erfahren und sofort zugesagt. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Jetzt bist du hier bei mir, bist du angekommen. Wie schön. Wie schön, dass wir uns sehen. Deine deutschen Lieder gefallen mir gut. Meine deutschen Lieder? Ja? Welches gefällt dir am besten? Das letzte auf der Musik. Das letzte? Das Leben ist schön. Oh. Das Leben ist schön, ne? Das hörst du gerne? Das hörst du dir gerne an? Ja? Ja, so bin ich. Ja, so bin ich. Bist du genau das? Bei dem Mama. Ja, ne? Ja. Oh Mann, ey. Sie ist jetzt in einem Pflegeheim, aber da reicht die Pflege halt nicht mehr aus. Und jetzt hängt es halt an den Ämtern, dass die die Zahlung bewilligen. Ja. Jetzt halt auch viel Geld, das kann ja auch nicht stimmen. Ja. Die vierfache Mutter tröstet, macht ihnen Mut. Sie wirken vertraut. Tochter Annette und ihre Mutter erzählen von ihrem Leben. Christopher und Malte und der Wünschebär stehen bereit, falls Angela Hilfe braucht. Ansonsten wollen sie nicht stören. Dieser Moment gehört Angela, ihrer Tochter und dem Popstar.
Eigentlich waren für das Treffen nur 10 Minuten zugesagt. Aber Sarah Connor scheint die Zeit vergessen zu haben. Jetzt zählt nur der Moment mit ihrem Fan. Angelas Betreuerin Sylvia hatte die Idee, den Popstar anzufragen. Dieses Treffen ist Angela wichtig, weiß sie. Sehr emotional. Was berührt Sie? Dass ihr dieser Wunsch erfüllt wird, dass auf sie eingegangen wird. Weil sie ja nur noch wenig Möglichkeiten hat, was zu erleben, was zu fordern. Musst du dir erstmal einen guten Platz suchen, Angela? Damit du gut gucken kannst. Ne? Kennst du die Texte? Ja, verdammt. Ich kenne ja meine Texte nicht immer, ne? Deshalb ist gut, wenn du den Text kennst, dann für mich. Kann dir aber nicht helfen. Na, das macht nichts. Ich improvisiere einfach, mache ich ja immer. Das klappt ja auch aber ganz gut, ne? Ja. Außer bei der Hymne, der war das nicht so. So. Ich glaube, die können viele nicht. Das stimmt. Ja, das berührt mich sehr. Dann komme ich hier an und bin hier so gerade aus dem Flugzeug gesprungen und in Hektik und fertig machen und gleich ein Konzert und dann plötzlich treffe ich dann auf jemanden, für den die Zeit sich ganz anders anfühlt und für den vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit bleibt und der in einem ganz anderen Universum unterwegs ist als ich. Und das berührt mich sehr, das macht mich sehr demütig, ja. Eigentlich sollte jetzt das Konzert beginnen. Doch ein starkes Gewitter zieht auf. Der Veranstalter überlegt, ob er das Konzert absagen muss. Zur Sicherheit. Auch Malte will Angela schützen. Da in deren Container, da ist eine Rampe, da ist alles super. Da werden wir nicht nass und da sind wir sicher. Die Kollegen vom Malteser Hilfsdienst haben in ihrem Container Platz gemacht für das Wünschewagen-Team. Zum Glück. Der Regen verwandelt den Sandplatz in eine Matsch- und Schlammarena. Viele Zuschauer wollen nur noch weg. Ob das noch was wird heute? Endlich. Das Gewitter zieht ab, der Regen lässt etwas nach. Angela will jetzt schnell raus. Dass nicht reinregnet. Das Konzert beginnt mit 1 Stunde Verspätung. Keine Sekunde möchte sie verpassen. Angela kennt natürlich alle Texte. Wenn es geht, singt sie mit. Und dann gibt es noch eine Überraschung. Angela, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade sitzt. Dieser Song ist jetzt für dich. Das Leben ist schön. Dieses Lied, so ist es Angelas Wunsch, soll auf ihrer Beerdigung gespielt werden. Diesen Song hat Sarah Connor übrigens für ihr eigenes Lebensende geschrieben. Ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen. Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, mit einem Lächeln im Blick und einem Drink in der Danke. Vielen Dank, Fulda! Das war was ganz Besonderes. Dankeschön! Gute Nacht! Für Angela war es ein wichtiger, ein wunderschöner Abend. So hat sie sich ihn gewünscht. Doch jetzt müssen Malte und Christopher sie wieder zurück ins Pflegeheim fahren.
Einen Wunsch hat sie noch. Sie hofft auf einen Spender für ein Gerät zum Muskelaufbau. Für alle MS-Patienten in ihrem Heim. Das Gerät könnte ihr Leben erleichtern. Zwei Tage später beim Arbeiter-Samariter-Bund in Wiesbaden. Malte und Christopher sind schon wieder im Einsatz. Wie lange fangt ihr immer vorher an? Also ich versuche immer eine halbe Stunde vorher, bevor wir offiziell anfangen, schon da zu sein. Einfach, manchmal stehst du auf der Autobahn und dann kann man halt sich ruhiger auf die ganze Sache einstellen. Das ist immer schön. Denkst du auch mal, was weißt du dann schon alles über den Fahrgast? Weißt du dann überhaupt schon was? Also ich kriege, beziehungsweise wir, das Team, bekommen vorher eine Info, schon mal schriftlich. Die ist allgemein, Vorsicht. Die tatsächlichen Unterlagen mit den genauen Angaben finden wir dann hier drin in der Infomappe für den Wünschewagen. Christopher und Malte sind gespannt, was sie heute erwartet, an diesem Sommertag mit knapp 30 Grad. Ich glaube, die Jacke, die können wir uns heute sparen. Ich glaube, die können wir uns sparen, genau. Christopher ist Polizist, Malte ist Rettungssanitäter und will bald studieren. Dann gucken wir uns mal gerade an, was wir haben. Auf jedem Wünschewagen muss mindestens ein Sanitäter mitfahren. Zeit, anderen zu spenden, macht Christopher und Malte glücklich, sagen sie. Ein Nachmittag am Rhein, hä? Der ärztliche Test liegt auch vor, das heißt, die Frau Doktor hat gesagt, die Fahrt darf stattfinden. Natürlich kann es auch zu gesundheitlichen Problemen kommen. Und da haben wir da wollen wir eigentlich auch immer eine Patientenverfügung vorher sehen und auch im Original dabei haben, dass wir dann halt genau wissen, wie in so einem Fall verfahren werden soll. Also ob die Person reanimiert werden soll oder welche Maßnahmen eingeleitet werden sollen. Was natürlich auch alles vorher mit Ärzten abgesprochen wurde. Das Pflegeheim ist nur wenige Kilometer entfernt. Ich bin der Malte Gohr. Ich darf Sie heute begleiten mit dem Christopher. Wer sind Sie? Wir sind vom ASB, vom Wünschewagen. Wir sind heute Ihr Taxi. Ach so, ja, jetzt Ne? hab ich's. So, dann sage ich Ihnen auch guten Tag, Herr Ziegel. Ich bin der Christopher. Karl Friedrich Ziegel ist 101 Jahre alt. Vor einem Jahr ist er blind geworden. Nach einem Sturz kann er nicht mehr laufen. Ja, ich weiß nicht. Ist windig, ist auch windig. Windig ist es im Moment nicht, aber es ist warm. Es sind fast 30 Grad. Ach, das braucht man nicht sagen. Mit Ehefrau und Kindern möchte er noch einmal einen Schoppen im Rheingau trinken. Hallo. Freuen Sie sich? Ja, ich freue mich immer, wenn wir mit meinen Kindern wegfahren. 1, 2, 3. Genau, kurz stehen und dann bisschen nach rechts drehen. Genau, super machen Sie das. Langsam ab. Jetzt können Sie sich wieder hinsetzen. Super, Papa. Gut, Klasse. super. Er will ja immer noch ein bisschen was erleben. Am liebsten würde er mit mir nach Australien fliegen oder sowas. Aber jetzt gibt es heute noch mal ein Weinchen am Rhein. Der Wünschewagen setzt vor allem da an, wo Angehörige überfordert sind, wenn ein Fahrgast nur liegend transportiert werden kann oder pflegerische, medizinische Betreuung benötigt oder die Familie sich den Ausflug alleine nicht zutraut. Wallow im Rheingau. Früher war Karl Friedrich Ziegel mit seiner Familie fast jede Woche hier. Sehr schön, prima. Sie haben ein wunderschönes Plätzchen gewählt. Vor Ihnen direkt ist der Rhein. Das sind noch so 30 Meter. Charlie nennen ihn Familie und Freunde. Er genießt den Duft von Wasser und Picknick, aber freut sich jetzt am meisten auf ein Glas Riesling. Ja, ich habe Fein. Oh, das tut gut. Das tut gut so. Genau hier haben wir gesessen. Das letzte Mal wieder mit der Familie. Malte und Christopher gehören heute einfach dazu.
dann ist das Leben ein Stern. Weil wir den Kummer, weil wir den Schmerz, dann ist das Leben ein Stern. Fühlt sich so an, als wäre man so Teil der Familie, Teil des Freundeskreises. Total schön. Also ich habe gerade ein bisschen Eindruck, dass es, glaube ich, eher therapeutisch ist für die Kinder von den beiden. Ich glaube, es ist so, als wäre das so, wie sie es früher gemacht haben. Ich glaube, das ist vielleicht das letzte Mal, das ist ihnen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Die genießen das total. Ich glaube, das ist total hier im Moment. Es ist irgendwie gar nicht traurig heute. Heute ist irgendwie nur fröhlich. Soll ich dir noch einen geben, Papa? Langsam, okay, ja, okay, sorry. Irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass es immer wichtiger wird, weil der Papa sagt immer, den nächsten Geburtstag von der Enkelin möchte ich noch miterleben, den und den Jahrestag, den und den irgendwie Jubiläumstag. Und so ist es ein Hangeln seit Jahren, ja, und immer wieder muss man sagen, ja, das noch, will ich auch noch, ja, mit dir, ja. Insofern wird es irgendwie immer wichtiger, der auch noch, Mensch Meier, ja, und jetzt glauben wir schon immer daran, dass es auch Weihnachten noch klappen wird, ja, und so weiter. Und es wird dann wieder noch mal wichtiger. Also der Tag ist total wichtig, ist der wichtigste jetzt gerade, ja. Ach, ist das schön hier. Freue ich mich, dass mein Mann mich mitgenommen hat. Er wollte seine 94-jährige Ehefrau nicht mitnehmen. Der 101-Jährige hatte Sorge, dies könnte zu anstrengend für sie sein. Ich habe gesagt, ich bin doch noch jung. Genau. Ich bin doch noch nicht so eine alte Tante, ich kann doch noch mitfahren. Ja. Ist doch mal was los auf dem Rhein. Da fahren lauter Frachtschiffe kreuz und quer. Ist ja witzig. 70 Jahre sind Karl Friedrich und seine Helga schon verheiratet. Das Wasser im Rhein, goldener Wein wird. Bis es dunkel wird, saßen sie früher hier am Rhein. So lange wollen sie auch heute bleiben. 2 Tage später. Malte und Christopher fahren zum Hospiz Lebensbrücke nach Flörsheim. Der Ausflug zum Flughafen klappt. Hallo. Hi. Guten Tag. Hi. Ist leider noch nicht ganz fertig. Noch nicht ganz fertig. Hallo. Hallo erstmal. Alles gut heute? Aufgeregt? Aufgeregt? Ja. Genau, wir auch. Der 39-Jährige wollte Pilot werden. Doch ein bösartiger Hirntumor zerstörte seine Träume. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht mit dem Rollrad. Herr Friedrich, dürfen wir du sagen? Ist das okay? Ich bin auch der Malte. Ach, nee. Doch, doch. Fand ich auch super. Doch, doch. Die Diagnose kam vor 4 Monaten. Es ging rasend schnell. Die Metastasen sind nicht mehr zu stoppen, erzählt seine Mutter. Er kämpft ja auch jetzt noch. Er ist ja eine Kämpfernatur, ja. Ich meine, er weiß, was ein Hospiz ist. Aber Sie können ja nicht in seinen Kopf reingucken. Und da er ja jetzt leider nicht mehr oder gar nicht mehr sprechen kann, das ist schwer. Für eine Mutter furchtbar. Für eine Mutter furchtbar. Man begleitet, ja, und versucht, das Beste daraus zu machen. Flughafenbetreiber Fraport hat für Malte extra ein Programm zusammengestellt. Mit Follow Me und Reisebegleiter vom Besucherservice. Maltes persönlicher Guide kennt jede Ecke am Airport und ist die kommenden Stunden nur für den 39-Jährigen da. Eine exklusive Rundfahrt beginnt. Ich sag euch gleich. Durchs Tor wieder, ja? Nein, wir fahren anders raus. Okay. Der Follow Me wird uns bringen. Mal gucken, welches Tor wir nehmen. Der Malte guckt noch mal kurz rechts. Hier haben wir noch mal die Airbus 380 bei der Beladung. Mein Gott, ist das riesig. Kannst du rausgucken, Malte? Halt einen Daumen hoch, ja? Alles klar, okay. Ja, Airbus 380, ein Flugzeug, wo bei der Lufthansa 509 Passagiere drin sitzen. Aber... Wie viel? 509. So nah kommt kein Besucher den Flugzeugen. Dies machen sie nur für den Wünschewagen. Seit Anfang 2017 gibt es das Wünschemobil in Hessen. Bisher haben sie für jeden Wunsch Unterstützer gefunden. Das ist aufregend, ne? Sogar die Flughafenfeuerwehr steht Spalier. Heute sind alle für Malte da.
dass das alles jetzt für ihn gemacht worden ist. Das ist Wahnsinn. Da hat er noch etwas länger dran zu knapsen, bis er das richtig inhaliert hat. Man muss ja auch immer überlegen, in welchem Zustand. Ne? Ja, das registriert er ja. Noch verkraftet Malte den Ausflug gut. Auf der Trage darf er sogar Flughafenluft schnuppern. Das ist ein tolles Gefühl hier. Es ist schon ziemlich atemberaubend. Die großen Feuerwehrfahrzeuge und Malte ist ganz live dabei. Ja, und die Rettungstreppe, die kann bis 8,50 Meter hochfahren. Und da kann man beispielsweise Leute aus dem Flugzeug rausholen, wenn irgendwas an Bord passiert ist. Ne? Das ist die sogenannte Rettungstreppe. Malte will keinen Moment verpassen. Doch es fällt ihm schwer, sich zu konzentrieren. Deshalb schließt er manchmal kurz die Augen. Aber das ist für ihn faszinierend. Das ist faszinierend. Er weint auch immer zwischenrein. Der so berührt ist, gibt es überhaupt nicht. Toll. Wie lange sie bleiben, darf Malte bestimmen. Die Abhebegeschwindigkeit ist in weit über 300 Kilometern. Doch nach 2 Stunden ist Malte sehr müde geworden. Sie fahren Richtung Ausgang, in Begleitung natürlich mit dem weltweit größten Feuerwehrwagen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. War wunderbar. Dank. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Mhm. Und jetzt gibt es ein Eis. Ja. Jawohl. Wunderbar. Tschüss, Malte. Vielen Dank. Sie haben das wunderbar gemacht. Und ja, wenn nochmal, rufst du nochmal an. Ja, danke schön. Malte, tschüss, gell? Ja, tschüss. Tschüss. Malte und seine Mutter sind glücklich, dankbar, traurig, verzweifelt. Die Gefühle fahren Achterbahn. Der letzte gemeinsame Ausflug ist zu Ende. Das war schon schwer anstrengend auch für den Bub. Sie müssen zurück ins Hospiz. Und dann wird es wieder bequemer. Also jetzt auch am Ende eben nochmal sich zu verabschieden, das war ein bisschen traurig, aber auch dann komplett wieder fröhlich, dann so alle zu sehen, wie ihn wieder hier willkommen geheißen haben und so. Das war schon cool. Also ja, gemischt, aber hauptsächlich positiv, würde ich sagen. Doch, ja. Ja. Malte und Christopher werden morgen wieder einen Fahrgast glücklich machen. Malte Friedrich war es heute. Er konnte sich die Filmaufnahmen noch anschauen. 2 Monate nach dem Flughafenbesuch ist er friedlich im Kreise seiner Familie gestorben. Charlie wäre fast noch 102 Jahre alt geworden. Nur wenige Wochen vor seinem Geburtstag ist er friedlich im Beisein seiner Ehefrau und seiner Kinder eingeschlafen. Auch Jennifer hat die Filmaufnahmen noch gesehen. 9 Tage nach ihrem Ausflug ist sie gestorben. Ihre Familie und ihr Mann waren bei ihr.